Ahoi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir stehen jetzt hier vor der Kapelle de Nuestra Señora Rosaria oder so ähnlich in Santiago del Teide. Gestern war ich noch in Las Galletas und bin jetzt mit dem Bus hier hoch nach Santiago del Teide gefahren, denn ja, der Weg wäre mir dann doch ein bisschen lang gewesen, immer nur Autobahn, hatte ich gar keine Lust. Also halbe Stunde mit dem Bus. Von hier aus gibt es auch zwei Möglichkeiten, die man jetzt gehen könnte. Entweder diese Richtung nach Masca, da waren wir ja nun beim letzten Mal schon, oder eben da hoch zum Teide. Da machen wir uns heute hin. Wird ein bisschen kalt, er ist verschneit und ja auch ein bisschen höher. Ich freue mich schon drauf, es wird wunderschön. Ich habe alle warmen Klamotten, die ich habe, eingepackt. Bevor wir uns aber aufmachen, zeige ich euch noch was. Solche Statuen wurden den Guanchen-Häuptlingen errichtet, welche sich der spanischen Übermacht quasi ergeben haben und bei der Invasion der Kanarischen Inseln unterstützt haben. Was im Nachhinein betrachtet einer de facto Versklavung ihres Volkes bzw. vor allem ihres Stammes auch gleichkam, denn der Stamm durfte bei der Invasion direkt an erster Stelle, an erster Front mitkämpfen und ihre Stammesbrüder sozusagen bekämpfen. Und im Nachhinein sind sie in der Verarmung gelandet, wenn sie nicht gestorben sind. Und einzig allein die Stammeshäuptlinge haben eben solch wunderschöne Statuen erhalten. Und ja, ein Stück Land, wo sie sich ein Haus und ein bisschen Landwirtschaft betreiben konnten. Doch wer mit Pfeil und Bogen kämpft, hat gegen Musketen eben nicht viel auszurichten und fühlt sich dann eben übermannt. Also wem will man es verübeln? So viel zur Geschichte und jetzt viel Spaß mit der Wanderung. Dank der vielen Regenfälle die letzten Tage grünt es hier wieder ordentlich. Dem Teide im Hintergrund ist doch einfach nur wunderschön, oder? Allerdings merkt man auch, wie kalt es wird. Der Wind kommt bis hierher und die Sonne kann nur gemächlich gegen ankämpfen. Der kalte Wind des Teide kämpft gegen die warmen Strahlen der Sonne. Sozusagen ein Kampf von Feuer und Eis. Es ist so surreal, dieses Lavagestein inmitten dieses Nadelwaldes zu haben. Das ist fantastisch. Bin jetzt seit einer guten halben Stunde strammen Fußmarsches in eine falsche Richtung gelaufen, was ich dann irgendwann mal gemerkt habe. Das heißt locker 1-2 Kilometer die ich jetzt einmal hin und wieder zurück laufen kann. Dafür habe ich diesen wunderschönen Pinienwald einmal erkunden dürfen. So sieht's aus, wenn man auf der richtigen Route ist. Karg, wie auf dem Mond. Stolz. Arschkalt. Nach einer kleinen Extra-Runde
habe ich tatsächlich meinen Weg hier zu dem Campingplatz geschafft. Anscheinend sind alle Campingplätze gesperrt wegen Corona oder was auch immer. Gott, es ist arschkalt. Insofern bin ich hier alleine, aber Essen am Tisch fühlt man sich gleich wieder wie in einer Zivilisation. Ich werde mich jetzt ins Zelt packen und in den Schlafsack. Ich habe unter meinem Zelt einen Haufen Nadeln aufgetürmt. Zum einen, damit der Boden ein bisschen weicher ist, aber vor allem, um mich so ein bisschen zu isolieren, denn der Boden ist arschkalt und die Nadeln sollen mir so ein kleines Luftkissen geben, zusätzlich zu meiner Isomatte, die leider ein Loch hat. Das heißt, das Hauptisolierungsmaterial Luft existiert nicht mehr. Das heißt, mal schauen, wie viel die Nadeln helfen. Ich hoffe immer, dass ich irgendwie ein paar Augen zugedrückt kriege. Und dann geht's morgen weiter. In diesem Sinne erstmal gute Nacht. Guten Morgen. Jo, kommt alles anders wie geplant, so wie es aussieht. Die Nacht war super, ich habe nicht gefroren, war tatsächlich angenehm. Bis auf die Tatsache, dass die Nacht viel zu lang war, da ich mich dann doch relativ schnell ins Zelt zurückgezogen habe, um mich aufzuwärmen. Aber irgendwann konnte ich einfach nicht mehr liegen. Das Problem hat sich dann auch recht schnell gelöst, denn ich wurde heute Morgen von einer Parkwache aufgeweckt, oder nicht aufgeweckt, aber relativ früh stand die Parkwache an meinem Zelt und hat mich darauf hingewiesen, dass das Zelten generell nur mit Erlaubnis gestattet ist und momentan aufgrund von Corona keine Genehmigungen ausgestellt werden. Insofern möge ich doch bitte das Zelt schnell abbauen. Habe ich dann auch gemacht, wenn man mich so freundlich darum bittet. Und nachdem ich mich dann auf den Weg gemacht habe, hat mich die Parkwache auch gleich noch ein zweites Mal irgendwo getroffen und mich darauf hingewiesen, dass es allgemein jetzt während dieser Zeit nicht erlaubt ist, sich hier im Nationalpark frei zu bewegen. Also man darf ja sowieso nur auf gekennzeichneten Wegen sich aufhalten. Doch momentan auch nur auf ausgeschilderten Wanderwegen, weswegen mir gerade nicht viel Möglichkeiten bleiben, denn inzwischen habe ich auch ein Polizeiauto gesehen, was hier über die Forstwege tatsächlich sogar Patrouille fährt. Und Parkwache ist eine Sache, Polizei ist nochmal eine ganz andere Sache, weil die können dann auch ganz schnell anstrengend werden. Von dem her mache ich mich jetzt weiter bergab wieder Richtung Garachico. Statt verschneitem Teide gibt es dann also Sommer, Sonne, Strand und Palmen. Also bis später. Weiß jemand, was das ist? Irgendwie eine Krankheit am Baum oder sowas, wa? Es ist überall. Pieks.
Da geht's runter. Und da sind wir nun in Garachico. Nicht ganz da, wo ich gedacht habe anzukommen, aber was will man machen? Statt verschneiter Tedelandschaft gibt es also Strand und Sonne, auch nicht schlecht. Ich hoffe, euch hat die Wanderung trotzdem gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch einen Ausflug hoch Richtung Teide machen. Wie immer verlinke ich die Karten unten in der Videobeschreibung. Dann ja, könnt ihr zumindest mal auf Papier nachverfolgen, wo es für mich lang ging. Diesmal werde ich sowohl die Route, die ich jetzt gelaufen bin, verlinken, als auch das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Definitiv die schönere Route, denn jetzt runter nach Garachico hatte ein paar schöne Momente, war prinzipiell jetzt aber nicht so spannend. Der Teide ist definitiv ein schöneres Schlussziel als diese Stadt hier. Wenn euch die Wanderung gefallen hat, seid so gut, abonniert den Kanal, schreibt mir was in die Kommentare, was ihr euch beim nächsten Mal vielleicht wünscht. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao. Inzwischen habe ich sogar einen neuen Fanclub, sitze ja schon seit 10 Minuten hier und gucke mir beim Essen zu. Der denkt wohl, da fällt was ab, wa?